Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Black Rock Talk. Richtig nice, dass ihr heute auch mit dabei seid. Wir sprechen heute über Kendrick Lamar und darüber, wer was wann wo sagen darf. Ich habe wunderkrasse Gäste hier am Tisch sitzen. Winkt einmal in die Kamera, bevor ich euch vorstelle. Hallo! Ich will voll gerne einfach euch einzelne Fragen stellen, dass die Leute da draußen auch so wissen, wer ihr seid. Ich fange mit dir an, Babish Papaya. Woher kommt dein Künstlername? Mein Künstlername kommt von einem Spitznamen, Babish, den hatte ich schon als Kind. Und dann Papaya habe ich mich genannt, weil meine Eltern, als ich geboren wurde, einen Papayabaum gepflanzt haben. Und dann dachte ich, als Rapperin kommt das ganz cool. Oh, voll schön. Richtig nice. Wie lange hattest du den Namen schon? Den habe ich mir ungefähr 2012 oder so gegeben. Nice. Ja, 2012, ja, als ich nach Berlin gezogen bin ungefähr. Geil. Ein bisschen eher, glaube ich, sogar noch. Ja. Cool. Emanuel, welchen Einfluss hatte Kendrick Lamar auf dein künstlerisches Schaffen? Also ich mache Film und Musik und auf jeden Fall, dass ich immer ein politisches Statement so gut wie es geht in meine Arbeiten mit reinbringe, in Kombination mit einfach dem höchsten kreativen Level, Niveau, Output. Ja. Krass, Mann. Was war für dich so das krasseste Musikvideo, was Kendrick rausgehauen hat? Ich glaube Humble. Humble war sehr... ich glaube, ich finde All Right noch ein bisschen... Ich weiß gar nicht. Kennt ihr das? All Right ist das Schwarz-Weiß-Video. Oh, All Right. Ja. War es nicht Poetic Justice? Nein. Okay, ist egal. Helene, wie lässt sich Hip-Hop und Psychologie verbinden? Also ich bin ein mieser Hip-Hop-Fan und ich habe mit der Psychologie immer versucht, die Menschen zu verstehen. Und im Hip-Hop ist es für mich noch interessanter zu gucken, warum machen die Menschen das, was sie machen. Vor allem in dem Thema, was wir auch heute besprechen, super interessant. Ja. Krass, Mann. Nice. Vanessa, über welches Wort streitest du am meisten in deiner Redaktion? Ich glaube Fremdenhass, weil es nicht um Fremde geht, sondern um Rassismus. Und da müssen wir jedes Mal diskutieren. Yes, Queen. Also wir sprechen heute über eine Situation, die vergangenen Mai passiert ist. Da war Kendrick Lamar auf dem Hangout-Fest in Alabama in den Staaten. Und da war eine Situation, er war auf der Bühne, hat gerappt, hat sich einen weißen Fan auf die Bühne geholt, so wie auch öfters, wie er es öfters tut. Und sie sollte mitrappen. Und da war das Lied Mad City. Und sie hat mitgerappt, aber quasi das N-Wort auch mitgerappt. Und da hat er sie unterbrochen und quasi dann gesagt, so, ey, du musst ein Wort rauslassen. Und es hat im Nachgang dann richtig einen Shitstorm losgetreten, ein Shitstorm hat angefangen. Die einen sagen, ja, ganz ehrlich, das sind doch deine Lyrics, so, warum schämst du sie gerade dafür, dass sie deine eigenen Worte gerade mitrappt? Die anderen sagen, ist doch klar, dass du das nicht darfst als weiße Frau. Darüber möchte ich heute mit euch diskutieren. Bevor wir aber anfangen, lasst uns doch einmal direkt den Einspieler angucken. Ich habe mir ein paar Videos rausgesucht im Netz. Gebt mir auch gleich mal eure Chai-Gläser, dann mache ich euch Chai rein. Ja. Oh, Schwester. Das ist einfach so mies. Ey, bitte bei mir. Ey, die Leute sind so gemein. Oh, you did it! Did it like 3 times. Das tut weh, alles davon. Oh Mann, du musst so aufgeregt gewesen sein. Das ist auch Jetzt war sie einfach zu aufgeregt dann. Oh. Das ist so mies, Alter. Why the fuck? Ja. Ey, ich reagiere jetzt auch so, wie ich reagiert habe beim ersten Mal. Ich muss übertrieben lachen. Ich finde es einfach... Ja, sag mal, wie fandet ihr die Reaktion? Guck mal, also jetzt mal tatsächlich unabhängig von dem N-Wort, ja? Die Reaktion von Kendrick war so mies. Du holst einen Fan auf die Bühne, der
offensichtlich deine Lyrics kennt und dich irgendwie auf irgendeine Art und Weise verehrt. Und du machst ihn so fertig auf deiner Bühne. Jetzt mal wirklich unabhängig von diesem. Findest du, dass er sie fertig gemacht hat? Na, in diesem It's over, das ist schon echt mies. Okay. Vor dem ganzen Publikum. Ja, weil also sie das reagiert ja auch. Und voll. ich meine, es ist ja nicht so, dass er sie zurückgenommen hat und gesagt hat, hey, ich fand es jetzt gerade wirklich nicht cool, was du auf der Bühne gemacht hast, sondern wirklich so vor allen anderen. Ich habe da eine ganz starke Meinung zu, aber ich will erst mal wissen, was du dazu denkst und du auch. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man muss auch bedenken, dass ich als krasser Kendrick Lamar-Fan, ich feiere den wirklich sehr, 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 sehr. You don't say the same, yeah. Wirklich, schwöre. Aber man hat einen, du wirst auf die Bühne geholt, du hast wirklich einen Moment, das Lied kennt fast jeder, wirklich jeder. Zumindest, wenn es im Club kommt, jeder kann es mitrappen, jeder Mensch, das ist Public Knowledge mäßig, also General Knowledge. Und dann kriegt sie ihren Moment auf der Bühne und vermasselt es halt leider. Weil es ist nicht so, dass man... Es ist nicht so, dass man erst seit 2017 irgendwie nicht mehr das N-Wort sagt oder nicht mehr Nigger sagt, wenn man nicht weiß ist, sondern das ist schon eine ziemlich lange Zeit so und das hätte sie sich auch denken können. Und vor allem als Kendrick Lamar-Fan, das ist ja nicht jemand, der nicht conscious ist oder so. Das ist ein sehr conscious Rapper. Genau. Dem geht es viel um Empowerment von schwarzen Leuten und so weiter. Darüber rappt er auch. Und wenn man das wenn du so ein super Fan bist, der auf die Bühne geholt wird, dies, das. Und ich sage das wirklich nicht aus Neid, ganz ehrlich. Aber wenn du so ein super Fan bist, dann kannst du auch ein bisschen mitdenken und dir selbst sagen, ich werde das Wort jetzt nicht sagen, weil es nicht für mich gedacht ist. Punkt. Ja. Genau, so sehe ich das auch. Also durchaus verstehe ich euch auch. Man ist natürlich aufgeregt und weiß nicht, was man sagt, zu 100%. Ne? Wir sind alle Menschen. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie bewusst von ihr war, und um irgendjemanden zu verletzen. Aber ich sehe das genauso wie du. Gerade wenn man Kendrick Lamar-Fan ist, dann achtet man auf sowas. Genau aus dem Grund, es gibt so viele Lieder, wo Kendrick einfach auch klarstellt, woher dieses Wort kommt, und erklärt es auf. Und ich meine, das ist nicht nur einmal passiert. Und das ist einfach ein No-Go. Ja, also jetzt, was du gesagt hast, Vanessa, du meintest ja quasi, er hätte sie ja theoretisch auch irgendwie nach hinten ziehen können, sagen so, hey, guck mal, das geht nicht, bla und bla. Ja. Das erinnert mich total an dieses, quasi, du kannst halt einer weißen Person nicht sagen, was sie falsch gemacht hat, nur auf die Art und Weise, wie es ihr gefällt oder wie es der weißen Person gefällt. Das ist so das, wo ich dann sage, so, aber nee, ist doch vollkommen, also sehe ich voll nicht ein. Gleichzeitig aber, ich verstehe so, ne, es ist halt irgendwie auch voll das, ein bisschen Shame, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Sache kann ich auch nicht so objektiv und cool sein und sagen so, ja, und ich kann beide Seiten verstehen. Ich bin wirklich so, nein, Mann, darfst du einfach nicht. So ist so ganz klar. Guck mal, ich bin ganz deiner Meinung. So, wenn du nicht schwarz bist, sagst du das N-Wort nicht. Full stop. Ja. Keine Frage, keine Diskussion. Aber die Art und Weise, weil das hat einfach so eine Energie. Ich weiß, wie es sich anfühlt, vor 50.000 Menschen zu stehen, die entweder mitmachen oder nicht. Und wenn du das Gefühl hast, dass von 50.000 Leuten 2 Leute dich hassen, dann ist schon alles vorbei. Und jetzt stell dir mal vor, dass von den 50.000 Leuten vielleicht 20.000 dich ausbuhen. Weißt du, was das für eine Energie ist, die da auf dich einprallt? Und in dem Moment, wo wir wirklich, also ich meine, wir sind uns wahrscheinlich an dem Tisch hier einig, dass sie das mit Sicherheit nicht beleidigend gemeint hat, sondern einfach nur nicht wach genug war in diesem Moment. Ich fand einfach seine Reaktion nicht okay. Aber da würde ich auch noch mal kontern. So, ne? Das würde ja dann quasi gehen, wir nehmen Rücksicht darauf, wie sie sich fühlt, dass ja quasi sie gerade voll fertig gemacht wurde. Aber was passiert mit all den Menschen, genau, das ist es nämlich. die gerade getriggert wurden? Das war nämlich auch mein Punkt. Natürlich verstehe ich dich, wie gesagt, das ist was Menschliches. Und du hast gerade gesagt, ja, sie fühlt sich doof, und wenn 2 Leute dich hassen und die Bühnenerfahrung. Du hast recht. Aber der Schmerz, der im Paket mit diesem Wort kommt, den kannst du nicht mit dem kurzen Schmerz, den sie auf der Bühne hat, vergleichen. Du hast recht. Ne? Aber ich weiß auch nicht, ob, sorry, nur ganz kurz, aber ich weiß auch nicht, ob der Schmerz wirklich so groß ist. Weil ganz ehrlich, sie ist, also Die geht runter, zumindest und als alles ich, ist okay. also ich habe mir das Video angeschaut. Genau, yeah. Ja, also nee, ich meine ja nur, weil wirklich, wie soll ich sagen, wie krass ist es wirklich, wenn jetzt, ich meine, sie ist lame, so, das war mein Ding. Ich hab's gesehen, ich war so, okay, what else, so, ja, ich schwöre wirklich, weil ich echt so dachte, okay, die hat halt N-Wort gesagt, wie dämlich, weißt du, so, aber es ist so redundant irgendwie. Weil aber fühlst du dich wirklich davon angegriffen? Fühlst du dich, Ich fühle mich nicht davon angegriffen. Am Ende des Tages ist es ja auch gar nicht so deep. Kendrick hat gesagt, ja, geh runter. Ja.
da wäre auch keiner im Publikum, der richtig sauer auf sie ist. Doch, Aber- safe. Hast du nicht gehört? She's a bitch, take her down und sowas die ganze Zeit. Ja, da Das gibt's, Video da ging ja gibt auch es, voll rum. da gibt es, Ihr da gibt Gesicht es, ist jetzt raus. Da gibt es auf jeden Fall, Ja, das Ding ist, das Problem ist wirklich, ne, es gibt Menschen, die wirklich einen Schmerz erleiden, ne, und das schon über Generationen gemacht haben, gerade die African-American-Situation oder die African-American Experience ist halt eine ganz andere. Und da muss man halt so ein bisschen einsehen, man kann sich da nicht so komplett hinterstecken. Aber ich glaube, ihr geht's gut. Es ist alles okay. Ich weiß halt nicht, ich bin da wirklich sicher, weil sie eben jung ist, weiblich ist. Und das sind so Menschen, die sowieso schon viel für ihre Sprache und ihr Sprechen und öffentliches Auftreten geschämt werden. Womit ich überhaupt gar nicht relativieren und gleichsetzen will. Aber ich will nur sagen, das ist auch ein bestimmter Kontext, aus dem sie kommt. Und ich will es auch nicht berücksichtigen. Ich finde auch, es hat vollkommen verkackt. Sie hätte es nicht machen sollen. Aber dann ist halt die Frage, ob sie die geballte Wut dieses Wortes in dem Augenblick abkriegen soll, den geballten Schmerz von dem Publikum meinetwegen, oder ob man nicht sagen kann, ich nehme sie hinter die Bühne, ich sage es ihr und thematisiere das vielleicht noch in 20.000 Interviews danach und sage, nee, das hätte ich nicht okay gefunden. Also es gibt eine Möglichkeit der öffentlichen Auseinandersetzung, die nicht unmittelbar mit dem Finger auf eine einzige Person zeigt. Es hat so was Vorführendes, finde ich nämlich auch. Also ich würde dir auch zustimmen, vollkommen, weil es so vorführend ist. Er lacht sich schlapp, es ist sein Lied, er hat es geschrieben, sie feiert ihn extrem, wird alles machen, um ihn zu treffen und so weiter. Da ist so eine Riesendisparität zwischen was er zu verlieren hat in dem Moment und was sie zu verlieren hat. Und das ist Ich habe daran gar nicht gedacht, an die Perspektive, ne? Dass es eine junge Frau ist, sondern auch noch mal eine Frau ist. So, stimmt, das macht die Sache auf jeden Fall noch mal komplexer. Und ich glaube, ich habe auch was ich jetzt gerade merke, ist, dass ich vielleicht so ein bisschen zwei Welten vermischt habe. Ne? Also ich glaube, in so einer individuellen Situation, wenn es auf der Straße gewesen wäre, würde ich sagen, das ist ganz klar das Richtige, was gerade passiert ist. So. Und direkt sagen, stopp, so, das ist die Grenze, darfst du nicht überschreiten, geh wieder zurück. Aber tatsächlich so in einem Kontext, die Sache ist, ich bin so selber im Zwiespalt, weil ich halt zum einen denke, so hahaha, wie lustig, weil das ist auch irgendwie, das darfst du nicht, hahaha, aber gleichzeitig denke ich mir so, ja, Esra, war das jetzt wirklich sehr auch islamisch. So, das ist gerade meine Frage, so, ne? Ob das auch wirklich eine Sache ist, die ich vertreten könnte, ob ich als Künstlerin das auch vertreten könnte. Für mich, weil ihr vorhin davon gesprochen habt, dass Kendrick so woke ist, ne? Ich liebe Kendrick. So, ich glaube, jeder, der krasser Hip-Hop-Fan ist, kommt gerade nicht drum herum, Kendrick zu lieben. Aber Kendrick spricht zum Beispiel in jedem dritten Song, sagt er Bitch. Und ich bin zum Beispiel der Meinung, Bitch ist ein Wort, was ich zu meiner Schwester sagen kann, aber was du nicht zu mir sagen kannst. Auf jeden Fall. Bitch ist ein Wort, was ich aber auch nicht zu meiner Schwester sagen kann, wenn ich gerade ein Problem mit ihr habe, sondern nur im schwesterlichen Sinne. Genauso wie das N-Wort, und da kommen wir vielleicht ein bisschen auch auf diese Verantwortung des Wortes, auch innerhalb der afroamerikanischen oder der afrodeutschen oder welcher auch immer Szene, dass das N-Wort auch innerhalb von schwarzen Communities teilweise herablassend benutzt wird. Und dann dieses Reclaiming the word, worum es ja immer geht, dass es in dem Moment eben nicht stattfindet. Und ich habe diese Erfahrung in der Dominikanischen Republik ganz krass gemacht, dass schwarze Leute gegenseitig abfällig übereinander das N-Wort gesagt haben, wo dieses Reclaiming einfach gar nicht stattgefunden hat. Also es ist innerhalb der Community meiner Meinung nach auf negativer Ebene nicht okay und von außerhalb der Community überhaupt generell nicht. Ich glaube, da würde ich auch gleich noch mal drauf eingehen, weil es ist noch mal ein richtig interessantes Thema. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, wollte ich euch noch mal erzählen, was Kendrick eigentlich dazu gesagt hat, wie er sich positioniert hat. Und der meinte, ich lese jetzt Englisch, ja? Oder willst du lesen? Lies mal du bitte hier. Das ist diesen Satz hier. Guck mal, voll der Vorurteil, warum soll er Englisch reden? Oh, Archie! Okay, wir machen eine andere Folge. Anderes Thema. Komm, let's go. Mach ich schon weiter. Rassismus bei BlackRock. Mann, Digga, warum machst du so? Let me put it to you in the simplest form. I've been on this earth for 30 years, and there's been so many things a Caucasian person said I couldn't do. Get good credit. Buy a house in an urban city. So many things. You can't do that, whether it's from afar or close up. So if I say this is my word, let me have this one word. Please let me have that word. Und dann mein Herz blutet. Ja. Exactly. Dann denke ich mir so, ja, okay, Bruder, nimm alles. Ja, das ist halt das Ding. Es geht ja auch in dieser Debatte ganz oft darum, White People, ihr habt alles. Ja. Es gibt so 5 Wörter. Ja. Es geht noch nicht mal um die Wörter eigentlich. Es geht um die
um die Kraft des Wortes und wie es verwendet wurde. Ja? Aber guck mal, weil ich jetzt gerade auch schon gesagt habe, 5 Wörter. Ich will jetzt auch voranstellen, dass ich das in keinerlei Weise tatsächlich vergleiche, weil der historische Begriff des N-Wortes nicht zu vergleichen ist mit all den Worten, die wir jetzt wahrscheinlich in dem nächsten Kontext noch beschreiben. Genau, also zum Beispiel das Wort Kanake, was ich sagen kann, weil ich Kanake bin. That's what we do. So, ich habe einen Homie, der hat halt auch über mich und meine Girls als Kanake gesprochen. Und er hat es gar nicht böse gemeint. Weil du gerade gesagt hast, Kontext, ne? Oder in welchem Maße er das meint. Er ist weiß, genau. He still is. Und ich so, wow, warte. Und das ist nämlich das, was ich meine. Es ist mir völlig egal, wie die Person außerhalb der Gruppe es meint. Innerhalb meiner Gruppe finde ich das auch scheiße, wenn ein Kanake abwertend zu einem anderen Kanake sagt. Okay. Innerhalb meiner Gruppe kann ich Kanake zu jemandem sagen als Homie. Aber außerhalb meiner Gruppe kannst du es nicht sagen, wenn du keine Kanake bist, wenn du es gut meinst oder wenn du es schlecht meinst. Ohne jetzt, noch mal ganz wichtig, wirklich, das ist mir super wichtig, die historische Schwere dieser beiden Begriffe miteinander vergleichen zu wollen. Weil das ist gar keine Frage. Ist doch auch nochmal interessant, ne, jetzt auch so im deutschen Kontext. Jetzt Kendrick Lamar, jetzt können wir sagen, es ist in den Staaten, es ist nochmal irgendwie eine andere Wurst und so, hier ist was anderes. Hier ist es ja, würde das zum Beispiel so eine Situation auch in Deutschland funktionieren? Wie ist es bei dir, Babish Papaya? Benutzt du zum Beispiel das N-Wort in deinen Liedern oder andere Wörter, die eigentlich vielleicht nicht politisch korrekt sind? Wenn ja, wie gehst du damit um? Oder wenn nein, warum nicht? Tatsächlich habe ich letztens erst einen Text geschrieben, wo da sage ich, Nuteja, Negerja, Nuteja, Königin und Untertan, alte Seele unerfahren, fällt vom Himmel, bricht sich arm dran, Glück gehabt. Also Nuteja, Negerja. Und das war das erste Mal, dass ich Neger das Wort benutzt habe in einem Rap von mir, weil ich vorher auch echt meine Einstellung dazu war einfach, dass man es besser nicht benutzen sollte, weil es irgendwann von jemand anders benutzt wird und dann wieder Gewalt ausübt. Yes. Und man deswegen das gar nicht erst benutzen sollte. Richtig. Aber dann, das war auch diesen Sommer habe ich das geschrieben, das war auch mit vor Mesut Özil und so, als der ganze Shitstorm war und es sowieso eine Debatte war ich hatte das Gefühl zumindest, dass in Deutschland eine Debatte abging von wegen, was muss man machen, um wirklich als Deutscher akzeptiert zu werden oder als Bürger, nicht mal als Deutscher, sondern als Bürger, wirklich mit allen Rechten, die dazugehören, was muss man machen. Und da fand ich da hat es mir sehr viel zurückgegeben, das Wort selbst mir anzueignen wieder. Genau, richtig. Und das wirklich so weil wenn man sich die Semantik drumherum anschaut, ich rede von Königinnen, von Nutten, von Negern, also es soll elevaten in dem Sinne. Und so wollte ich das auch benutzen und das war mir halt wichtig. Und du hast das gerade mit Bitch gesagt, ne? Also ich glaube, Kendrick ist einer von den wenigen Rappern, die auf jeden Fall Bitch verwenden in ganz vielen Songs, aber auch ganz viele Songs hat, wo er sich klar positioniert und wo er wirklich über Female Empowerment redet. Ja, aber das wiegt es doch überhaupt nicht auf. Da kann man sagen, okay, an welcher Stelle ist er denn jetzt wirklich gerade er selbst? Das eine ist Party und alle schreien Bitch, Bitch, Bitch mit? Genau, richtig. Okay, aber das ist doch einfach das, was die Kids educated. Das ist nämlich genau das Problem. Die Verantwortung von Hip-Hop. Exactly, aber du bist jetzt gerade bei 2, 3 Songs. Und die restlichen 8 Songs zum Beispiel von einem Album, wo es wirklich darum geht, wo er dir sagt, okay, es geht darum, wirklich auf deine Frau zu achten. Ja. Es gibt Songs wie Love, es gibt Songs wie These Walls, wo er einfach wirklich explizit über die Wichtigkeit der Frau redet. Ja, ich bin voll bei dir, aber ich kann von einem 10-jährigen Bad Boy auf der Straße nicht erwarten, dass er die Wokeness in den Texten durchblickt und dass er, vor allem in Deutschland, reden wir jetzt mal wirklich nur über Deutschland, dass einer wirklich versucht, sich hinzusetzen und die Texte irgendwie zu verstehen. Davon gibt es nicht so viel. Sagen wir jetzt mal, okay, 14-Jährige oder sowas. Sondern die hören vielleicht Bitch, die hören das N-Wort und dann rappen die das halt mit. Ich spreche auch von mir selber. Ja. Ich war auch als etwas älteres Kind Hip-Hop-Fan und dachte mir, alle Wörter, die sagen, rappe ich mit. Weil Hip-Hop ist auch Bildung. Ja, Hip-Hop war seit The Message von Grandmaster Flash and the Furious 5, woke. Genau. Davor war alles Disco und da wurde es woke. Und dann ging es darum, als Afrika Bambaataa hier Zulu Nation gegründet hat, dass die Kids aus den Gangs rausgeholt wurden und in eine Organisation gepackt wurden, die die Kids bildet, von der Straße wegholt und die den Kids geben soll, was sie brauchen, nämlich eine Community und
Lyrics, die irgendwie elevaten, scheiße, diese Aber ganzen ist das dann Anglizismen, aber sorry, warte ganz kurz. Dieser Begriff von Bildung, dieser Verantwortung wird Hip-Hop einfach nicht gerecht. So sehr ich Hip-Hop auch liebe. Aber diese Verantwortung, dass das 10- bis 14-Jährige, die halt nichts hinterfragen, sondern einfach nur mitmachen, diese Verantwortung wird Hip-Hop einfach nicht gerecht. Aber da muss man auch Verantwortung und Freiheit abwiegen. Richtig. Und ich glaube, das ist auch interessant und wichtig, wenn man sich auch des amerikanischen Kontexts bewusst wird. Ja. Weil zum Beispiel in Ruanda, wo ich herkomme, da ist Nigger gar nicht so ein abfälliger Begriff. Das ist eher wie so mein Freund, so Slang, Jugendslang. Man sagt so mein Homie, mein Nigger, weißt du? Also das ist wirklich eher so ein fast schon ein Respektding. Und das meine ich auch, weil Hip-Hop ist ja nicht nur amerikanischer Hip-Hop. Hip-Hop ist auch afrikanischer Hip-Hop, ist auch europäischer Hip-Hop, Frankreich, Belgien, und da verändert sich auch nochmal der Gebrauch vom Wort verändert sich auch nochmal. Also wie Nigger da benutzt wird. Aber wie ist es dann im deutschen Kontext? Deutscher Kontext ist nochmal anders. Also ich kenne nicht so viele deutsche Rapper, die Nigger sagen, ehrlich gesagt. Ja. Ich frage mich halt trotzdem, angenommen, wir hätten jetzt so eine Situation in Deutschland oder angenommen, sagen wir mal bei dem Beispiel, das du genannt hast, ne? Es hat ja irgendwie eine Semantik, es ist eingebettet, aber jetzt sagen wir, du hast eine Konzertsituation und da sind Leute, die rappen das mit. Wie würdest du damit umgehen? Wäre das dann für dich einfach so? Ich fände es ätzend, aber ehrlich gesagt, so seit Kanye West, wenn man jetzt in der Hip-Hop-Timeline nach Ikonen geht, seit Kanye West hat sich das so krass etabliert, dass weiße Leute einfach das ständig mitrappen. Und jedes Mal rege ich mich wirklich darüber auf, aber irgendwann hat man auch keine Energie dafür, weißt du? Ja, aber meinst du nicht, dass es dann irgendwie eine Lösung wäre, das nicht mehr zu machen? Also ich sehe das total. Also ich akzeptiere, wenn du sagst, es empowert dich, das ist irgendwie cool, du reclaimst dieses Wort. Aber ich habe auch einen ziemlich coolen Artikel in der Variety gelesen, wo es auch heißt, naja, aber vielleicht sollten wir, wenn wir das Wort nicht gerade aktiv in dem Song reclaimen, also wenn es nicht mehr zur Botschaft beiträgt, sondern eigentlich einfach so fällt und man das eigentlich genauso weglassen könnte und es der Message nichts nehmen würde. Also bei deinem Song klang es eher so, dass es eingebettet war und sehr bewusst war, aber sehr oft kommt es ja einfach so zwischendurch. Und ob nicht viele Rapper vielleicht damit einfach aufhören sollten, weil das hat nicht mehr nur mit Reclaiming zu tun hat, sondern einfach nur beiläufig kommt. Und ich finde das irgendwie, also ich finde, er hat einen Punkt, dieser Autor, der auch schwarz ist und meinte, vielleicht tragen wir da auch eine Verantwortung und können langsam schaffen, dieses Wort langsam weggehen zu lassen. Wir haben es reclaimed, wir haben es viel im Hip-Hop eingebracht, aber vielleicht ist es langsam die Zeit, dass wir ein anderes Vokabular suchen, auch für dazu uns. sollte sich, glaube ich, ganz, ganz viel in der Welt erstmal ändern, bevor das passieren wird. Also ich finde zum Beispiel nicht, dass es Findest du? Geht Hand in Hand, denke ich. Ich glaube, es gibt nicht irgendwie eine Veränderung, dann die nächste, dann die nächste. Also ich glaube, das ist so eine voll. Veränderungswelle. Ja, das verstehe ich vollkommen, aber das Wort ist halt auch, natürlich dient es auch zum Reclaiming, ne? Aber es ist auch ganz oft bewusst einfach eingesetzt, um zu sagen, yeah, that's what we say, und du machst das nicht. Finde ich super, ne? den Punkt. Und das ist es. Und ich verstehe eure Punkte auch super, ich finde das super. Aber darum geht es ganz oft. Wenn Tiger jetzt so einen Track für einen Club hat und dann die ganze Zeit da irgendwie das N-Wort sagt, ist es auch so, muss nicht sein. Aber hört sich gerade cool an, passt gerade cool, hört sich gerade cool an. Ja. So, you know. Es gab ja diesen einen Punkt, sorry. Ich wollte quasi, ne, du hast irgendwie, glaube ich, du hast Verantwortung gesagt, du hast Freiheit gesagt. Ich versuche halt quasi dann zu gucken, ne, wenn wir jetzt im deutschen Kontext sind, gäbe es denn eventuell irgendwie einen rechtlichen Rahmen, der das regeln könnte, ne, oder der da irgendwie noch mal einen Rahmen geben könnte. Und da haben wir in der Recherche, da hat Lilly mir geholfen, diesmal in der Redaktion, Lilly Amankwa, Shoutout. Hey! Ne, also, Grundgesetz, Deutschland, Artikel 5 zur Meinungsfreiheit. Da ist der erste Teil ist quasi, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Aber, zweiter Teil. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Da Persönliche haben Ehre? Ja, was? Krass, Ehre steht im Gesetz. Deutschland haben Ehre im Grundgesetz. Und es ist halt so eine Sache, da waren Lilly und ich auch in der Vorbereitung Germany? so. Wo steht Loyalität? Hey. In der Vorbereitung haben Lilly und ich halt auch überlegt, so, okay, was ist jetzt überhaupt Ehre? Also, ne, wir können jetzt sagen, ja, also anscheinend, also eine Zensur darf nicht stattfinden, wenn es irgendwie schädlich wird für die Jugend oder wenn eine persönliche Ehre angegriffen wird. Wer entscheidet das jetzt? Guck mal, und das ist genau das, warum ich so krass, ich sag, egal welche Meinung ich jetzt gerade zum Beispiel vertrete,
wenn ich in einer Gruppe bin, wo ich das Gefühl habe, dass auch nur ein Wort, auch nur im Ansatz irgendjemanden verletzen könnte, dann sage ich dieses Wort einfach nicht. Egal, ob es mich 10 Sätze kostet, um dieses Wort zu umschreiben. Ja. Und wenn mir das dann doch mal passiert, dann muss ich danach das sofort klären. Zu der Person gehen und sagen, hey, sorry, ich habe gerade irgendwie nicht nachgedacht. Oder irgendwie sowas. Auf persönlicher Ebene funktioniert es gut, ja. Aber was passiert, wenn wir dann höher gehen? Was ist, wenn wir dann so eine One-to-Many-Communication haben? So, ne? Eine Person zu mehreren als Künstlerin. Das dann, dann in deinem Fall, wer würde deine persönliche Ehre festlegen? Wer sagt, wer was ist? Ja, ich weiß, das ist eben die Frage. Also, warum wird man Künstler? Ist auch eine Frage. Also jetzt anschließend an deine Frage, das wäre eher meine Antwort. Und zwar, man hat ja einen Drang, sich selbst mitzuteilen. Bei vielen schwarzen Künstlern kommt auch noch hinzu, dass man Sachen erlebt hat, dass man nicht einen Gerechtigkeitssinn hat, aber so, dass man you wanna right the wrongs, basically, weißt du? Exactly. Und das ist das ist auch so eine Urgency, die sehr viel Energie mit sich bringt, sehr viel Energie auch weitergibt, auch an den Zuhörer und so weiter. Das heißt, es wird schon etwas ausgetauscht. Nicht nur, es ist nicht nur Lyrics, es ist auch eine Geschichte dahinter, es ist Energie dahinter, es ist Verletzung dahinter, es ist Trauma dahinter, was weitergegeben wird bzw. verarbeitet wird in Musik. Und dann ist die Frage eben, wenn man als Ankerpunkt Sprache nimmt und sagt, jetzt anhand von Sprache wollen wir jetzt ein Zusammenleben regeln, was ja ein Ansatz wäre, wenn man jetzt sagt, N-Wort darf man gar nicht mehr sagen oder so, ne? Dann sagt man, okay, anhand von Sprache wollen wir Zusammenleben regeln, aber wer entscheidet das? Und am Ende macht es ja jemand, der die Gewalt hat, darüber zu entscheiden. Und das macht es wieder so asymmetrisch. Aber dann machst du mal konkret, wer wäre es denn in deinem Fall? Wer hätte denn die Macht? Weil ich bringe gleich ein Beispiel, wo ganz klar erkennbar ist, bei wem die Macht liegt. Also bei meinem Text zum Beispiel, den ich geschrieben habe, wenn da jemand das mitrappen würde, ich weiß nicht, es ist eine Frage von... Ich weiß nicht, wer die Macht hat. Ich glaube, ich habe die Macht, wa? Du hast die Macht, Schwester, Malika. Du hast die Macht. Ja, Mann. Queen. Also ich habe ja in meinem beruflichen Alltag sehr viel auch genau mit diesen Dingen zu tun, weil wir schreiben ja über Menschen, die wir auch nicht so gerne mögen, Parteien und Nazis. Aber auch umgekehrt kriege ich ja ständig so Hassmails, Hass-Tweets und so weiter auf allen Alle einen sozialen Nacken. Kanälen. Alle direkt einen Nacken. Sag Bescheid, sag direkt Bescheid. Ja, jedenfalls frage ich mich dann auch immer ständig, wer entscheidet, ab wann das eigentlich meine Ehre, ich finde den Begriff immer noch lustig, irgendwie beeinträchtigt oder wo das dann nicht mehr okay ist. Und ich muss sagen, ich finde es als Journalistin gut, dass wir sehr frei über viele Dinge sprechen können, auch Leute beleidigen können. Einander, weil manchmal gehört so eine gewisse Wut dazu, aber es gibt so Grenzen und ich beobachte schon in der deutschen Landschaft, dass du hast gefragt, wer entscheidet, also das ist jetzt der KünstlerInnen-Kontext auf der Bühne, aber sonst machen das halt Gerichte und Gerichte sind einfach weiß, männlich, haben überhaupt gar kein Verständnis von gewissen Problemen und so, nee, genau, also an sich finde ich diese Regel super gut, dass es Grenzen und Schranken hat, aber wir müssen uns halt auch fragen, wer entscheidet darüber und es sind im Moment noch Leute, die ein bisschen biased sind, um es mal so auszudrücken. Ich finde zum Beispiel auch, leiden wir halt seit Jahren, also auch JournalistInnen oder gerade Menschen, die gegen Rassismus vorgehen wollen oder schon länger schreiben als ich auch, sagen schon immer, hey, wir kriegen so viel Hate ab und niemand macht irgendwas, weil wir nicht wichtig genug sind. Umgekehrt aber übrigens, wenn weiße JournalistInnen oder so beleidigt werden, da geht ganz viel manchmal. Yeah. Ja. Ich habe eine Frage, und zwar, weil du gerade eben gesagt hast, du schreibst und dann sind da doch manchmal Beleidigungen mit drin. Hast du schon mal so ein Wort gehabt, wo du sagst, okay, fuck, das ist eigentlich so politisch inkorrekt, ich will es eigentlich nicht benutzen, aber es ist das Einzige, was es jetzt trifft? Gegenüber anderen Leuten? Ja. Nee, ich glaube, ich bin da auch eher wie du. Ich bin da sehr vorsichtig. Okay. Ich mache das nicht. Ich beleidige auch Leute nicht. Selbst Menschen, die ich aufgrund ihrer politischen Einstellung verachte, denen gestehe ich immer noch zu, dass sie irgendwo Menschen sind, dass sie Fehler machen und sich verändern können. Und deswegen fälle ich persönlich jetzt keine Pauschalurteile, aber es können andere machen. Und das würde ich dann auch verteidigen. Ist ja auch manchmal passiert im Rahmen von Satire, Übermann. Super grenzwertig, aber viel halt. Ich würde da andocken, was du gerade meintest mit quasi im Gericht, ne, dass wir Gesetze haben, aber dass diese Gesetze eben auch einfach nicht vollkommen sind. Ne? Die sind nicht absolut und dass diese Gesetze halt nicht neutral sind. Ist ganz klar. Ne? Wir kennen ganz viele Gesetze, wo dann einfach die zwar im Gesetzestext neutral aussehen, aber im Effekt absolut diskriminierend sind. Ne? Und deswegen glaube ich halt, dass wir halt manchmal auch einfach selbst irgendwie unsere Methoden finden müssen, um quasi unsere Form der Gerechtigkeit umzusetzen. Und das mit Macht, worüber wir gerade gesprochen haben, ne? Wer hat die Macht? Hier.
Ein Kollege von mir hat, ein Zeitpunkt ist das? Ein Kollege hat, was ist das? Sag doch, dass du darauf bist. Das ist ein Artikel von Jem, ein Kollege von mir, Bruder, ich küsse dich, du bist der Beste. Und hat einen Artikel halt über mich bzw. über Black Rock Talk geschrieben. Es ist ein richtig schönes Ding geworden, wo ich mich auch positionieren konnte. Und dann war halt eine Situation, also es gibt halt so eine Infobox quasi, ne? Man hat halt eine Seite Dings, Text, und dann hat man eine Seite Text, dann gibt es hier unten eine Infobox. Und hier in der Überschrift steht Kanaken im Netz. So, und ich habe natürlich... Er ist Türke, aber ich habe mit Jem telefoniert. Ich meinte, Jem, was ist da passiert? Und er sagt, tut mir leid, Schwester, aber es hieß eigentlich Jugend im Netz. Die Redaktion hat es abgeändert. Nein! What? Oh mein Gott! Ich schwöre. Hey, Und es ist Eine weiße Redaktion, ne? Jetzt warte mal, darf ich euch mal noch einen Satz vorlesen, der hier Bitte. drin ist? Ich hoffe, der ist hier drin. Wo bist Man, we coming for you. du? Ich schwöre, guck mal. Bla bla bla, dass sich Esra Karakaya selbst als Hijabi-Moderatorin bezeichnet, als Woman of Color, als Kanakin, Begriffe, die als Menschen als Selbstbezeichnung verwendet werden. Für mich ist die Frage, in dem Artikel steht drin, dass diese Wörter Dings, ne, Selbstbezeichnungen sind, aber die Redaktion hat sich rausgenommen, aus irgendwelchen Gründen, Exactly, das zu yeah. machen. Jetzt ist die Situation, bin ich natürlich cool, ich habe eine Show, wir wollen darüber sprechen, ich will natürlich eine Positionierung von ihrer Seite haben. Aber es geht nicht. Warum? Weil Jem sagt, ey, Power. ich bin noch ein bisschen abhängig von deren Aufträgen. Ja, klar, der arbeitet ja auch. That's the power. Ja, aber ist voll verständlich. Power. So, wisst ihr, was ich meine? Und dann macht. Und es ist auch so, Bruder, natürlich mache ich das jetzt nicht. Es kann natürlich voll gut sein, dass der Freitag das natürlich guckt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr oder wenn sie sich da draußen, warum sie, Mann, wenn ihr euch darüber noch mal Gedanken macht und tatsächlich noch mal reflektiert, warum das eigentlich tatsächlich problematisch ist. Aber einfach aus Liebe zu meinem Bruder mache ich das natürlich nicht, weil wir sind alle irgendwie, ne, irgendwie ein Abhängigkeitsding. Genauso wie jetzt bei eine Freundin hat mir jetzt gesagt, ein Radiosender in Berlin, ein Kollege von ihr, Türke, hat einen Job bekommen im Radio, spricht ganz sauberes Deutsch, weil born and raised in Germany, aber musste halt einfach für den Radiosender seinen Namen ändern. In seiner Radioshow. Ja, Mann. Und dann habe ich auch mit der Freundin gesprochen, so, wollen wir vielleicht das ganze Ding outcallen, aber da ist es Power so. That's the power. Du kannst They're es gonna nicht, shut weil him der down. wird seinen Genau, ganzen sieht's nämlich scheiß aus. Job verlieren und der Richtig. wird, das ist Ja. unfucking fassbar. Und das, Alter, Ja. wow. Das ist echt krass. Und ich glaube tatsächlich, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn wir sie jetzt konfrontieren würden, würden sie vielleicht sagen, ja, aber ey, ihr sagt es doch selber. Und das ist, glaube ich, jetzt eine schöne Übergang dazu. Wie gehen wir damit um, wenn unsere eigenen Leute quasi in unserer eigenen Community, sei es die asiatisch-deutsche Community, sei es die schwarze Community, die muslimische oder die türkisch-deutsche, war egal, wenn sie Wörter benutzen, die anderen Minoritäten gegenüber, Minderheiten gegenüber gewaltvoll sind. Ja. Was ist da eure Haltung zu? Schwierig, oder? Safe. Also zu dem Ding, ich muss noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Es ist so schlimm, weil es in der Zeitung steht. Ja. Es ist noch viel schlimmer, als wenn es jemand in einem Rap-Text gesagt Exactly. hätte. Weil das hier ist intellektuell. Wir reden hier nicht über Kunst. Ja, stimmt. Deswegen finde ich es noch mal schlimmer. Aber wegen dem, was du gerade gesagt hast, shame on me, als ich Teenie war, so wie wahrscheinlich jeder andere auch, nicht drüber nachgedacht, N-Wort mitgerappt. Same. So, meine Community so, the fuck? Das kannst du nicht. So, und dann, okay, dann unterhält man sich drüber. Tatsächlich hat mich eine weiße Freundin, schau da dann, Vanja, echt richtig gut darüber aufgeklärt. Und ich war so, fuck, was habe ich eigentlich die letzten Jahre gemacht? Ich habe eines der gewaltvollsten Worte der Welt genutzt, als wäre es das Wort Taschentuch. Ja. So. Also, Aber okay. und jetzt innerhalb meiner Community, also wenn jetzt andere Kennex zum Beispiel das N-Wort sagen oder das Z-Wort, Ja. ich glaube, wir müssen irgendwie so eine wie sagt man? Broschüre? Nee, ja, Broschüre, so eine, weißt du, wenn die ganzen Wörter, Z-Wort ist gleich, sowas, ne? So eine Legende. So eine Legende, Also, ey. ja, Legende. ja. Guck mal, die Journalisten. Immer gerne. Ja, ja, ja. Für euch So. unbezahlt. Nice. Schreib dir einen Invoice. Du kriegst später einen Invoice. Später kriegst du. So, wenn jetzt andere Araber oder sowas in meiner Gegenwart das Z-Wort sagen oder Z-Wort Soße, sage ich halt so, Ja. das geht nicht, weil XYZ. Und wenn die Person das dann nicht versteht, dann musst du dich entweder
noch mehr mit der Person auseinandersetzen oder ihre Meinung akzeptieren und den einfach lassen oder halt dich davon trennen. So, das ist meine... Finde Was sagen die anderen dazu? Finde ich sehr gut. Also ich kann mich dem nur anschließen. Aber ich glaube, es kommt halt auch super drauf an, was du für einen Bekanntenkreis hast. Ne? Weil bei mir würde das auf jeden Fall auch so funktionieren. Wenn irgendwas gesagt wird, was nicht geht, ne, dann ist da jemand und der sagt, ey, hör mal zu, now. Ich habe Intellektuelle bei mir im Freundeskreis, die dann sagen, ey, nein, hör mal zu, das sieht so und so aus. You know? Und das ist nicht überall so. So wirklich Shoutout an deine Freundin, das ist super cool. Ja, auf und so jeden, muss Alter. echt sein. Aber wie viele Freundeskreise, wie viele Bekanntenkreise gibt es, wo da jeder einfach so drauf scheißt sozusagen? Ne? Und, Ich glaube auch ganz ehrlich, das ist ein bisschen so eine kontroverse Meinung, glaube ich. Aber ich glaube, das hängt auch echt krass von Lebensrealitäten ab, was du mit dem Wort auch verbindest. Wenn ich jetzt jemand bin, der eher damit aufgewachsen ist, sieht's aus. dass ich nur das in Musik gehört habe zum Beispiel oder irgendwie Leute mal so positiv, so mein Nigge, bla bla, weißt du, so, nur damit aufgewachsen bin, dann hätte ich gar kein Problem mit dem Wort. Mein Problem mit dem Wort kommt nur daher, dass ich auch als Neger beschimpft wurde Genau, oder richtig. Leute mich Nigger nennen, Right. weißt du, ich meine, so, There you go. das ist noch mal was anderes. Und ich denke, also gar nicht, um das zu verharmlosen, weil ich würde mir nicht, zum Beispiel meine kleinen Cousinen, wenn die irgendwie beschimpft werden, rassistisch beschimpft, dann bin ich die Erste, die Barrikaden, dies, das, weißt du. Aber so, es ist auch eine Frage, was gemeint ist. Und ich glaube, dass es auch eine Gefahr sein kann, wenn man zu intellektuell rangeht, dass man sagt, okay, das Wort ist jetzt immer bedeutet das und hat den Ursprung dort und so weiter. Dass man sich so ein bisschen die Freiheit wegnimmt, die Person auch mit der Intention dahinter zu verstehen, weißt du. Ich finde, es gibt so zwei Ebenen, die ich ein bisschen kompliziert finde, weil ganz oft sind ja die Menschen, die sich nicht so super korrekt ausdrücken, eben aus anderen Milieus. Das hat einfach auch mit Klassismus zu tun. Sie sind ärmer, sie haben nicht den Zugang zu so coolen, woken Freunden und zu Literatur und schauen den ganzen Tag US-amerikanische Literatur oder so zu diesem Thema. Und da, finde ich, muss man einfach so ein bisschen mit Liebe so rangehen und einfach den Leuten einfach so die Möglichkeit geben, ohne sie gleich zu shamen. Gleichzeitig weiß ich halt auch, weil ich in Bayern so auf dem Land groß geworden bin, dass diese Menschen, wie soll ich sagen, vielleicht kulturell abgehängt sind manchmal, also nicht ökonomisch, sie haben schon so Haus, Auto, alles, aber irgendwie echt wirklich so richtig weit weg von der Bubble. Welt, in der wir uns hier bewegen. Aber du sprichst immer noch von quasi POC, also Communities of Color. Auch, ja. Oder aber, generell? Beides. Okay. Ich differenziere gleich. Also, und da erst recht. Aber dann gibt es eben auch Weiße zum Beispiel, wo ich mir manchmal denke, ihr seid auch sehr weit weg. Aber eigentlich wisst ihr, was richtig ist. Und da fängt es mich an, eben zu stören. Weil bei POC, die das irgendwie doch nicht ganz wissen, ich merke es vor allem so beim Gendern, bei so Wörtern wie Bitches. Oder da finde ich, ist mir unangenehm, aber ich gehe dann doch ins Gespräch. Aber wenn es um das N-Wort geht, zum Beispiel gibt es bei mir im Ort, also nicht im selben Ort, aber so in der Gegend gibt es N-Bälle. Da werden Spenden gesammelt für Wo ist dein Afrika. Ort? Wo ist dein Ort? Pfarrkirchen heißt das. Das ist an der Grenze zu man. Österreich. Da gibt es N-Bälle? Yeah. Bälle. Also Blackfacing, jeder malt sich dann so an und dann wow. sammelt man Spenden für Afrika. Das ist ja auch sogar der gute Zweck. Ja, es war schon mal im Fernsehen. Das war auch im Fernsehen. I know that. I know, das ist- Shout out es to ist those richtig- people too. Yeah. Es ist richtig schlimm, weil die sind ja, sie sind ja der Meinung, das Richtige Die zu tun meinen, und das was ist Gutes was zu tun. Cooles. Ja. Ach, warum regen die sich denn auf? Das ist doch nur gut gemeint. Genau, Yes. also die sind auf der guten Seite und dann sammeln sie auch wirklich ja viele Spenden und die Projekte sind ja vielleicht auch nicht irgendwie schlimm, aber das, was sie machen, ist halt irgendwie schlimm. Aber die Sache ist, unter sich bestärken sie sich halt immer, aber eigentlich würden die sowas nicht zu einer schwarzen Person sagen. Und ich finde, das ist ein voll guter Indikator. Also wenn jemand in einer realen Situation weiß, wenn diese Person dir oder dir gegenübersteht und das nicht sagen würde, dann ist es falsch. Und wenn sie aber das auch vor euch beiden nicht checkt, dann kann man mit der reden. Aber ich finde, man merkt das. Also ich finde, es gibt so ein Ding und auch innerhalb der eigenen Community. Ja. Gerade. Jetzt frage ich mich, wie würden wir denn Freunde oder Freundinnen tatsächlich in unseren eigenen Communities dazu motivieren, sich selbst zu zensieren? Weil darum geht es ja jetzt quasi. Ne? Also ich könnte, ich weiß, dass ich Schwierigkeiten damit habe, zu einer Freundin zu gehen, zu sagen, so, du sagst das Wort nicht mehr. So, wer bin ich denn, dass ich bitte zu irgendjemand anderen gehe? Meine Methode ist gerade so, dass ich sage, ey, mach du mal dein Ding, aber so in meiner Gegenwart sagst du das Wort nicht. So, Ja. das ist mein Ding. Ja. So, aber gibt es denn noch andere Möglichkeiten, wie man da Leute motivieren könnte? Einfach aufklären. Ja, genau. Ich würde auch sagen, aufklären. Ehrlich aufklären, weil ich habe zum Beispiel auch mal so ein Jugendprojekt gemacht mit schwarzen Jugendlichen aus Wedding und da haben wir über so Filmprojekte gemacht über Spuren des Kolonialismus, des deutschen Kolonialismus in Berlin. Und das war ein ziemlich spannendes Projekt und da haben die eben auch, da war so ein, nicht so ein, sondern ein Wissenschaftler, ein
Akademiker namens Joshua Casey Akins. Nicht Joshua, sondern doch Joshua. Ich glaube, er heißt Ja, auch. Joshua Casey Akins. Und der hat eben über den Begriff More aufgeklärt. Und wir hatten ganz viele so Leute, die dann einfach zu Besuch gekommen sind, dann den geschichtlichen Hintergrund von bestimmten Wörtern oder Vierteln oder Straßennamen erklärt haben. Und das hat schon einiges geändert, wenn Leute einfach wissen, die Verantwortung selbst mittragen können, weil sie auch das Wissen haben. Weil ich finde, erst mit Wissen kommt auch die Verantwortung für ein Wort. Davor, man hat zwar Zugang dazu, man kann selbst auch zum Wissen hingehen, sage ich mal, aber erst wenn man das Wissen wirklich hat, hat man auch die Verantwortung und kann auch wirklich mit der Schwere eines Wortes umgehen. Wirklich? Doch, wirklich, ja. Also das Deutsche, in Deutschland gibt es ja dieses Sprichwort, Unwissenheit schützt nicht vor Gesetz oder irgendwie sowas? Dummheit schützt vor Strafe nicht. Ja, genau. Guck mal, fast genau das Gleiche. Aber weißt du, also im Sinne von, es ist egal, ob du das Gesetz kennst oder nicht, du musst dich an das Gesetz halten. Und ich finde nämlich in dem Sinne, also ich rede jetzt wirklich nicht von Leuten, die komplett bildungsfremd oder fern sind. Aber dass das N-Wort nicht gesagt werden soll, dass das nicht wirklich politisch korrekt ist, das weiß doch jeder. Alter. Manche Leute wissen das nicht. Ey, aber ganz ehrlich, das ist auch Es gibt Leute, die es wissen, das Also du willst mir sagen, dass auf diesem bayerischen Ball, wo die das alle machen und alle sagen, dass die nicht wirklich They eigentlich don't- im Grunde wissen, They dass das don't nicht wanna okay ist? know. Die bestärken sich Ja, aber gegenseitig. genau, aber sie wissen es eigentlich. Ja, genau. Aber das, dann sind wir wieder beim Thema Macht so. Sie haben die Macht zu genau, entscheiden, das ist das. ob sie das machen wollen oder nicht. Aber Es ich gibt glaube- keine Instanz, die mächtiger ist oder die sagen kann, ey, wenn du das benutzt, gibt es Konsequenzen, richtig. Aber ich wie es glaube- bei Kendrick Lamar war. Aber ich schwöre, ich glaube auch wirklich, dass es Leute gibt, die nicht nur denken, die nicht nur das Wort benutzen, aber auch wirklich denken, dass es Neger gibt, die Idee eines Negers gibt. Verstehst du? Also die denken dann nicht, dass sie jemanden beleidigen, dass sie einen echten Menschen jetzt als Neger beschimpfen, sondern die denken, es gibt Neger, es ist ja eine Deutsch, weil das Wort Deutsch ist, aber diese deutsche Erfindung eines Negers. Die denken wirklich, es gibt Neger und wir Manche laden es ja tanzen auch und exotisierend lächeln auf die und ganze so, Zeit. also nicht nur mit negativen Sachen, aber halt so, es ist halt ultimatives Othering, aber nicht unbedingt Ultimatives Menschen- Othering. Othering ist ein krasses Wort, das muss man ganz Othering kurz ist, erklären. genau, die Veränderung wird es manchmal übersetzt, also dass man jemanden fremder macht, als er ist, also die ihn als fremd konstruiert und so ganz bestimmte rassistische Merkmale dafür heraussucht. Du hast gerade gesagt, wegen Freunden, ne? Ja. Wie macht ihr das mit euren Eltern? Also ganz ehrlich, meine Eltern sagen keine gewaltvollen Wörter tatsächlich, aber sie sind manchmal sagen sie halt schon was Klassistisches. Ja. Und dann muss ich ganz ehrlich sein, noch bin ich nicht an dem Punkt, wo ich herausgefunden habe, wie ich angenehm. Also ich versuche mal so passiv-aggressiv zu sein. Also mal so, man kann es jetzt aber auch nicht sagen. Ja. Aber ich finde zum Beispiel, dass diese passiv-aggressive Form, die ich gerade die ich ein paar Mal angewendet habe, das ist nicht die, die ich machen möchte. Weil die ist, also passiv-aggressiv, das ist negativ. Es müsste immer also ich würde, egal welche Methode ich nutze, ich will eigentlich am liebsten immer gerne Aufklären. eine Aufklärung oder auch eine positive haben. Ja, aber guck mal, dieses Aufklären, also ich weiß ja nicht, wie deine Eltern sind, aber meine Eltern, zumindest mein Dad zum Beispiel, lässt sich nicht von mir aufklären. Der denkt so, oh, du bist die kleine Süße. Ja, also das hatte ich auch. weißt du, es ist scheißegal. Es kann auch mein Bruder, der 10 Jahre älter ist als ich, machen. So, wir sind die Kinder. Kinder, ja. Bei den, also I ich weiß get nicht, wie es, also bei uns ist auf jeden Fall so, bei Kennex, die Kinder so, die klären nicht die Eltern auf. Auch wenn mein Vater jetzt, der wird jetzt nicht das N-Wort sagen zum Beispiel, aber der sagt zum Beispiel auch Z-Soße, Z-Wort-Soße, Ja. weißt du? Und wenn ich dann anfange zu sagen, Mama, du darfst nicht, dann dann geht es so, du sagst mir? Weißt du, was machst du? Also man sagt ja, ne, so, dass es gibt so ein Sprichwort, Ampel ist grün, wenn die afrikanische Mutter sagt, die Ampel ist rot, ist sie rot. Ne? Aber ich ich hab's nicht verstanden. Nee, das ist egal, was die Eltern sagen, das ist Fakt. das ist Fakt, es steht einfach alles, was die Eltern sagen. Du bist müde. Ist warm, okay? Ja, Ist Lichter und so. Ist gut, ist viel. Aber ich habe es eigentlich, du hast gerade gesagt, dass man das mit Liebe versuchen soll. Ich finde, Liebe ist halt so, wirklich, dass du unconditional versuchst, an deinen Nächsten zu appellieren. Okay. You know? Auch wenn du viel Bullshit bekommst, so, aber das trotzdem versuchst. Ich habe das durchgehend bei meinen Eltern gemacht. Also meine Eltern sind auch ziemlich easy, aber meine Mom oder wenn du in alten Denkstrukturen groß wirst, dann hast du manchmal einfach so Sachen, die du raushaust, die nicht cool sind. Ja. Aber ich bin dann so, ey Mom, es geht nicht so. Like. Mach du noch einmal danach. Also innerhalb der Asian Community gibt es ja auch krassen Rassismus, also womit ich jetzt nicht sagen Reverse Racism, also gegenüber Weißen oder so, aber gegenüber Schwarzen zum Beispiel. Oder es gibt Colorism, sagt man ja auch manchmal. Aber ich würde es eigentlich bei Asiaten auch als Rassismus bezeichnen, weil China auch eine Kolonialmacht war und so weiter und so fort.
Jedenfalls finde ich das da auch schwierig, weil also erstens ist es ein bisschen ein anderes Wort, aber es wäre wörtlich übersetzt so was Ähnliches wie N-Wort. Es ist ähnlich klischeebehaftet. Es geht ja auch mit Klischees mit, die riechen und so weiter einher, sind faul. Und das Problem ist, ich kann meine Eltern nämlich auch nicht belehren. Es geht einfach nicht. Das ist nicht akzeptiert. Ich kann es versuchen, aber es prallt ab. Es wäre eigentlich egal. Also ich kann es machen. Ja. Aber was ich dann merke, was schon geht, ist mit positiven Beispielen arbeiten. Also jetzt nicht das Gegenteil, sondern so, hey, guck mal, das ist noch mein Kumpel, das ist so voll normal. Also warum denkst du so? Und Das ich war hab, gut, und du hattest am Anfang nämlich auch nach Selbstzensur gefragt. Also wie schaffen wir es, uns selbst zu zensieren? Ich glaube, das Wort ist irgendwie schon, also das Framing ist schon falsch, wenn wir an Zensur denken, sondern ich glaube, es geht ganz viel um Respekt eigentlich, um Anstand. Und ich mache etwas ja nicht, weil es das Böse ist, sondern weil ich finde, dass es richtig ist und weil ich niemanden damit verletzen will. Und so, finde ich, kann man auch mit anderen rangehen. Und dann glaube ich, also das ist meine Erfahrung, dass sich Leute dafür auch eher offen zeigen, als wenn ich sage, ey, das geht gar nicht, das ist richtig schlimm, richtig böse. Und du bist dann auch böse. Also ich höre schon langsam raus, so, das ist total wichtig, nochmal zu sehen, was für eine Intention dahinter steckt. So, auch mit, ich habe gehört, liebevoll und sowas. Aber trotzdem haben wir diese Diskussion angefangen damit, dass Kendrick Lamar, dass die Situation trotzdem richtig war, obwohl da eigentlich voll viel Wut war. Beziehungsweise nein, ihr beiden habt gesagt, nein, das geht gar nicht klar. 2 haben gesagt, es war richtig, was er getan hat. Es geht von beiden Seiten nicht klar. Es geht nicht klar, dass sie es gesagt hat, aber es geht auch nicht klar, was er gemacht hat. Wir nehmen sie nicht in Schutz, auf gar keinen Fall. Bruder. Das ist wichtig, nochmal kurz klarzustellen. Genau. Guck mal, ich sehe schon meine Produktionsleitung, sagt mir da schon ja und jetzt. Wir müssen leider schon langsam zum Ende kommen. Ja und jetzt, was heißt das für uns ganz konkret? Ich will diese Runde nutzen, dass diejenigen, die jetzt mitgeguckt haben, was die konkret als Handlungssituation oder Handlungsmöglichkeiten mitnehmen können. Also für mich ist ganz klar, ich mache den Anfang, zuhören, gucken so. Weil ich glaube, dadurch lernen wir viel und also aufmerksam zuhören, nicht so na bla bla. Und dann tatsächlich denke ich auch, dass die Intention total wichtig ist für mich. Weil wenn die Intention richtig ist, dann wird die Person oder habe ich kein Problem damit, dann zu sagen so, ey, tut mir leid, meine Intention war nicht das. I know better now, I can do better. So. Wie sieht es bei euch aus? Was sind so die letzten Handlungsaktionen, die ihr mitgeben würdet, Leute? Ich würde sagen, das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn die Sorge besteht, dass es auch nur eine einzige Person verletzen könnte, und das auch im Sinne von, du stehst vor 50.000 Leuten, du machst Mucke, du moderierst, du hast eine große Verantwortung, du bist Journalist, was auch immer. Auch dann, könnte das, was ich sage, jemanden verletzen? Ja, sag's nicht. Ich fand das gut mit Liebe, ja? In the words of the mighty Kanye West. I'm just playing, don't mind me. Nee, Spaß, aber wirklich Liebe einfach. Ehrlich Liebe. Weil wenn man einfach rücksichtsvoll mit Leuten umgeht, ich schwöre, it all comes back. It ain't that hard. Sehe ich genauso. Do your research. Ne, Kinder, die sind alle, jeder ist am Handy. Google einfach. Ja, die Ressourcen sind alle da. Du hast alles da. Ey, ganz ehrlich, Google. So. Google einfach, wo das Wort herkommt. So, don't ask me, warum kann ich das nicht sagen? Ey, Google einfach. Ohne Spaß, don't ask me. Genau, Google. Use your minds. Ich würde auch sagen, Schwäche akzeptieren und entschuldigen. Also aufrichtig entschuldigen. Weil wenn man einen Fehler gemacht hat, das passiert. Aber das Schlimmste ist, wenn man einfach zurückschießt und zurückschlägt und so tut, als hätte man diesen Fehler nicht gemacht. Und ich finde, man muss sich immer, wenn man irgendwas doof gemacht hat und auch nur merkt, dass die Situation komisch ist, sich das fragen, warum, sich das vielleicht eingestehen, sich entschuldigen und sich dann weiterbilden und vor allem realisieren, es geht gerade überhaupt gar nicht um mich, die was Falsches gesagt hat, sondern es geht um alle anderen, die ich damit vielleicht verletzt habe. Und das ist irgendwie wichtig, das schaffen irgendwie die meisten Leute nicht, da an die anderen zu denken. Aber ja, denk an die anderen vor dich selber. Ja. Krass, Mann. Love and Community first. Voll schön. Hammer-Diskussion. Voll schön, dass ihr reingekommen seid. Es war richtig, richtig schön. Applaudiert euch bitte selbst. An der Stelle auch ein Dankeschön an die Produktion. Vielen Dank an Joel. Vielen Dank, dass ihr reingekommen seid. Auch danke an die Community da draußen. Ihr seid einfach Bombe. Danke für den Support. Auch für all die Menschen, die mich eigentlich gar nicht persönlich kennen oder dieses Team nicht persönlich kennen. Ihr seid... Ich küsse eure Augen. Ihr seid in den Augen. Dankeschön. Amen. Wollt ihr noch Tee haben? Ja, die ganze Zeit drauf gewartet. Sag doch mal.